Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Müller, der allmählich arm wurde. Er hatte nur seine Mühle und einen großen Apfelbaum hinter ihr. Eines Tages, während er im Wald Holz sammelte, näherte sich ihm ein alter Mann, den er noch nie zuvor gesehen hatte, und sagte: »Warum arbeitest du so hart, um Holz zu schneiden? Ich kann dich reich machen, wenn du mir versprichst, was hinter deiner Mühle steht.« Der Müller dachte, es muss mein Apfelbaum sein, und stimmte zu, dem Fremden ein schriftliches Versprechen zu geben. Der alte Mann lachte und sagte: »In 3 Jahren werde ich kommen, um das zu holen, was mir gehört«, und dann ging er. Als der Müller nach Hause kam, begrüßte ihn seine Frau und fragte: »Woher kommt dieses plötzliche Vermögen? Alle unsere Kisten und Truhen sind voll. Ich weiß nicht, wie das passiert ist.« Der Müller antwortete: »Ein Fremder im Wald hat mir großen Reichtum versprochen, wenn ich ihm gebe, was hinter der Mühle steht. Wir können ihm den großen Apfelbaum leicht geben.« Die Frau keuchte erschrocken: »Oh nein, das muss der Teufel gewesen sein. Er sprach nicht vom Apfelbaum, sondern von unserer Tochter, die hinter der Mühle den Hof fegte.« Die Tochter des Müllers war ein schönes und freundliches Mädchen. Sie lebte 3 Jahre lang in Glauben und ohne Sünde. Als die Zeit kam, dass der Teufel sie holen wollte, wusch sie sich und machte einen Kreis aus Kreide um sich. Der Teufel kam früh, konnte sich aber nicht nähern. Wütend sagte er zum Müller: »Nimm all das Wasser von ihr, oder ich kann mich ihr nicht nähern.« Der Müller, ängstlich, tat, was ihm gesagt wurde. Am nächsten Morgen kam der Teufel zurück, aber sie hatte so viel auf ihre Stümpfe geweint, dass sie rein waren. Wütend rief er: »Schneide ihr die Hände ab, oder ich kann sie nicht haben.« Der Müller war entsetzt und sagte: »Wie könnte ich die Hände meines eigenen Kindes abtrennen?« Der Teufel drohte ihm: »Wenn du es nicht tust, nehme ich dich stattdessen mit.« Der Müller, nun verängstigt, versprach zu gehorchen. Er ging zu seiner Tochter und sagte: »Mein liebes Kind, wenn ich dir die Hände nicht abschneide, wird der Teufel mich mitnehmen. Aus Angst habe ich ihm versprochen, es zu tun. Bitte hilf mir und vergib mir.« Sie antwortete: »Lieber Vater, tu, was du tun musst. Ich bin dein Kind.« So legte sie ihre Hände nieder, und sie wurden abgetrennt. Als der Teufel erneut kam, hatte sie so viel auf den Stümpfen geweint, dass sie rein waren. Der Teufel musste aufgeben und verlor alle Ansprüche auf sie. Der Müller sagte zu ihr: »Dank dir habe ich großen Reichtum erlangt, und ich werde mich für den Rest deines Lebens um dich kümmern.« Doch sie erwiderte: »Ich kann hier nicht bleiben. Ich werde weggehen, und freundliche Menschen werden mir helfen.« Sie band sich die Arme hinter dem Rücken und machte sich bei Tagesanbruch auf den Weg, ging den ganzen Tag bis zur Nacht. Sie erreichte einen königlichen Garten, in dem Bäume voller schöner Früchte standen, aber sie konnte nicht eintreten, weil Wasser sie umgab. Hungrig nach einem langen Tag des Gehens dachte sie: »Wenn ich nur hineinkäme, um die Früchte zu essen, könnte ich sonst vor Hunger sterben.« Sie kniete nieder und betete zu Gott. Plötzlich erschien ein Engel und errichtete einen Damm im Wasser, der den Graben trocknete, damit sie hinübergehen konnte. Der Engel ging mit ihr in den Garten. Sie sah einen Baum voller herrlicher Birnen, aber sie waren alle gezählt. Um ihren Hunger zu stillen, pflückte sie eine und aß sie, nahm aber nicht mehr. Der Gärtner sah sie, war aber zu verängstigt, um etwas zu sagen, weil der Engel da war. Nachdem sie gegessen hatte, versteckte sie sich im Gebüsch. Am nächsten Morgen kam der König in den Garten, zählte die Birnen und bemerkte, dass eine fehlte.
Er fragte den Gärtner, was passiert sei. Der Gärtner antwortete: Ein Geist kam letzte Nacht herein, der keine Hände hatte, und aß eine Birne. Der König fragte: Wie kam der Geist über das Wasser, und wohin ging er danach? Der Gärtner antwortete: Ein Engel kam und errichtete einen Damm im Wasser, damit der Geist hindurchgehen konnte. Ich hatte so große Angst, dass ich keine Fragen stellte. Nach dem Essen ging der Geist weg. Der König beschloss, in dieser Nacht zu beobachten. Als die Nacht hereinbrach, gingen der König und ein Priester in den Garten, um auf den Geist zu warten. Um Mitternacht schlich das Mädchen aus dem Gebüsch, ging zu dem Baum und aß eine weitere Birne, während der Engel neben ihr stand. Der Priester trat näher und fragte: Bist du aus dem Himmel oder von der Erde? Bist du ein Geist oder ein Mensch? Sie antwortete: Ich bin kein Geist, sondern ein trauriger Sterblicher, den alle verlassen haben, außer Gott. Der König sagte: Wenn die Welt dich verlassen hat, werde ich es nicht tun. Er nahm sie mit in seinen Palast, und weil sie so schön und freundlich war, verliebte er sich in sie und heiratete sie, ließ ihr silberne Hände anfertigen. Nach einem Jahr musste der König in den Krieg ziehen. Er sagte zu seiner Mutter: Pass auf meine junge Königin auf. Wenn sie gebiert, kümmere dich um sie und sag mir sofort Bescheid. Sie bekam einen schönen Jungen. Die alte Mutter eilte, um dem König die gute Nachricht zu schreiben. Doch auf dem Weg hielt der Bote an einem Bach an und fiel Asleb. Der Teufel, der immer darauf aus war, der guten Königin zu schaden, tauschte den Brief gegen einen aus, in dem stand, die Königin habe ein Ungeheuer geboren. Der König war schockiert und besorgt, schrieb aber zurück, um sich um die Königin und das Kind zu kümmern. Der Bote kam zurück, hielt aber wieder an und fiel Asleb. Der Teufel kam erneut und tauschte den Brief gegen einen aus, in dem stand, dass die Königin und ihr Kind getötet werden sollten. Die alte Mutter war entsetzt, als sie den Brief erhielt, und konnte es nicht glauben. Sie schrieb an den König zurück, aber der Teufel ersetzte ihre Briefe immer weiter, bis der letzte sagte, man solle der Königin die Zunge und die Augen als Beweis für die Gehorsamkeit aufbewahren. Die alte Mutter konnte kein unschuldiges Blut vergießen lassen. Sie ließ in der Nacht ein Reh töten und nahm dessen Zunge und Augen. Sie sagte zur Königin: Ich kann nicht zulassen, dass du getötet wirst, aber du kannst hier nicht länger bleiben. Geh mit deinem Kind in die Welt und kehre niemals zurück. Die arme Frau mit Tränen in den Augen band ihr Kind auf ihren Rücken und ging. Sie wanderte in einen großen wilden Wald und betete zu Gott. Ein Engel erschien und führte sie zu einem kleinen Haus mit einem Schild, auf dem stand: Hier wohnen alle frei. Eine schneeweiße Jungfrau begrüßte sie und brachte sie hinein. Sie befreiten ihr Kind und ließen ihn an ihrer Brust saugen, dann legten sie ihn in ein schönes kleines Bett. Die Königin fragte: Wie wusstest du, dass ich eine Königin bin? Die Jungfrau antwortete: Ich bin ein Engel, der von Gott gesandt wurde, um dich und dein Kind zu beschützen. Die Königin lebte 7 Jahre lang in dem kleinen Haus, gut versorgt. Wegen ihres Glaubens wuchsen ihre Hände zurück. Schließlich kehrte der König aus dem Krieg zurück, voller Vorfreude, seine Frau und sein Kind zu sehen. Seine Mutter weinte: Du böser Mensch! Warum hast du mir gesagt, ich solle diese unschuldigen Leben nehmen? Sie zeigte ihm die gefälschten Briefe und fuhr fort: Ich tat, was du befahlst, und offenbarte die Zunge und die Augen. Der König weinte bitterlicher um seine Frau und seinen Sohn, als sie es getan hatte, und seine Mutter hatte Mitleid mit ihm.
Mach dir keine Sorgen, sie lebt noch. Ich habe ihr heimlich das Leben geschenkt, aber ich ließ sie schwören, niemals zurückzukommen, weil du so wütend warst. Der König erklärte, ich werde suchen, bis ich meine liebe Frau und mein Kind finde, selbst wenn ich bis dahin nichts esse oder trinke. So reiste der König 7 lange Jahre, suchte überall, fand sie aber nicht. Er dachte, sie wären vor Hunger gestorben. Während dieser Zeit aß und trank er nichts, aber Gott hielt ihn am Leben. Schließlich fand er das kleine Haus mit dem Schild, hier wohnen alle frei. Die weiße Jungfrau kam heraus, nahm seine Hand und begrüßte ihn. Er sagte zu ihr, ich habe 7 Jahre lang nach meiner Frau und meinem Kind gesucht, aber ich kann sie nicht finden. Der Engel bot ihm Essen und Trinken an, aber er lehnte ab und wollte nur einen Moment ausruhen. Er legte sich hin und deckte sein Gesicht mit einem Taschentuch zu. Der Engel ging zu der Königin und sagte, nimm dein Kind nach draußen, dein Mann ist gekommen. Sie ging zu ihm, und das Taschentuch fiel von seinem Gesicht. Sie sagte zu ihrem Sohn, Trauriger, hebe das Taschentuch deines Vaters auf und decke sein Gesicht wieder zu. Das Kind tat es, aber der König ließ es im Schlaf wieder fallen. Ungeduldig sagte das Kind, Liebe Mutter, wie kann ich das Gesicht meines Vaters bedecken, wenn ich keinen Vater in dieser Welt habe? Du hast mir beigebracht, zu unser Vater, der du bist im Himmel zu beten, und du hast gesagt, mein Vater sei im Himmel, der gute Gott. Wie kann ich diesen wilden Mann kennen? Als der König das hörte, wachte er auf und fragte, wer bist du? Sie antwortete, ich bin deine Frau. Und dies ist dein Sohn, Trauriger. Er sah ihre lebendigen Hände und rief, meine Frau hatte silberne Hände. Sie erklärte, Gott hat meine echten Hände wieder wachsen lassen. Der Engel brachte die silbernen Hände hervor, damit er sie sehen konnte. Nun wusste er mit Sicherheit, dass es seine geliebte Frau und sein Kind war. Er küsste sie freudig und sagte, ein schwerer Stein ist von meinem Herzen gefallen. Der Engel Gottes segnete sie mit einer letzten gemeinsamen Mahlzeit, und dann kehrten sie zur Mutter des Königs zurück. Es gab große Freude überall, und der König und die Königin heirateten erneut und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.